Hier seht ihr Martina beim fleißig sein. Martina ist immer sehr fleißig. Am fleißigsten bin ich, wenn du nicht dabei bist. Wie bei mir. Ich finde, es ist das Grässlichste, wenn ein Mann da sitzt und dir zuschaut, während du irgendeine Art von Hausarbeit machst. Aber wir gucken ja jetzt alle zu, Martina. Alle. Dann wird das gecancelt. Beobachtet werden. Egal. Ich wollte heute die Küche kurz vorstellen, wie wir die Küche konzipiert haben, was wir uns dabei gedacht haben und warum wir uns für die Materialien und so weiter entschieden haben. Die Größe der Küche in diesen Einheiten ist genauso Standard wie zu Hause, weil wir haben uns ja entschieden, relativ wenig oder gar keine speziellen Camping-Sachen zu nehmen, Kühlschrank und so weiter, Einbau, alles zur Seite zu lassen, sondern das zu benutzen, was wir von der normalen Küche haben. Das fängt an zum Beispiel mit diesem wunderbaren Teil, was wir auf dem Flohmarkt gefunden haben. Es hat ja nicht nur Waschbecken, es hat noch eine Ablage, wo man Wasser raustropft, was unten angeschlossen ist. Und ich glaube, das nennt man einen Fisch-Einsatzteil, egal was. Ich tue auch meinen Salat hier rein, abwenden und unten drunter läuft es ab in den Ausguss. Also kann man hier alles unabhängig voneinander waschen, ordnen und so weiter. Preis 20 €, weil wir es auf dem Flohmarkt durch Zufall gefunden haben. Schon bevor wir hier angefangen haben, aber das hat auf uns gewartet. Dadurch, dass es so riesig ist, kommt es natürlich ein bisschen weiter nach vorne. Und da hat der Kevin eine sehr schöne Idee, finde ich, gehabt. Er hat das hier umbaut mit dem Material, mit dem aufgeschnittenen. Er wird dann vielleicht noch mal erklären, wie genau. Und es ist einfach total optisch schön geworden, ne? Obwohl dieses Teil, oder gerade deshalb, weil das Teil so schön rausschaut. Ne? Also das ist eine der Highlights der Küche. Die Schränke, ich mache einfach mal kurz auf. Oben sind Lebensmittelvorrat, überall kleine oder eben auch größere Leisten davor, damit es während der Fahrt, wenn es kippelt und wackelt, was sich ja nicht vermeiden lässt, nicht an die Tür schlägt. Hier größer, weil wir eben auch solche 1 Liter, 1,5 Liter Flaschen mit Ölsaft, was weiß ich, haben, die ein bisschen mehr brauchen. Hier habe ich bis jetzt noch so Tupperware und so weiter drin. Links zum Abwaschen die ganzen Produkte griffbereit. Und rechts die Teller, Tassen und so, damit, wenn ich hier fertig bin, es wird ja mit der Hand abgewaschen, abtrocknen, damit ich mich nicht großartig bewegen kann. Ne? Einfach nur reingestapelt. Das sind von Ikea relativ günstige solche Standteile, die der Kevin dazu adaptiert hat. Ne? So, dann haben wir hier links, habt ihr schon die ganze Zeit gesehen, dieses offene Teil mit dem Tränenblech ausgeschalt. Und da ist derzeit meine Kaffeemaschine, auf die ich von Anfang an schon bestanden hatte, drin. Hat aber noch Platz neben für, ich weiß nicht, Toaster oder so. Wir sind uns nicht ganz einig. Ein Gerät kommt auf jeden Fall noch hin. Hinten ist schon die Steckdose dazu bereit. Unten drunter ist eine Schublade. Ich habe dem Kevin gesagt, ich brauche zumindest eine Schublade. Und er hat mir gleich eine große gebaut. Also die ist für 3 Schubladen wert. Besteck und so weiter im oberen Kästchen. Darunter, das kann man rausnehmen. Drunter sind Sachen, die man eher selten benutzt, die zum Schleifen von Messern und solche Schuppen, Fisch, Kratzmesser und so weiter. Also ist es doppelt drin. Man kann doppelt so viel reinnehmen. Dazwischen eine Unterteilung fest, damit es nicht so hin und her wackelt. Und ganz hinten für die langen Sachen, Schere, Löffelchen und so weiter, ein großes Fach. Also wir haben erst die Schublade gemacht und dann die Sachen reingelegt, weil es ja viel mehr als der Standard ist. Ne? Das ist drin. So, da würde ich sagen, wir schauen mal kurz nach unten. Das ist so die Topf, Schüssel, schwere Geschichte. Auf der rechten Seite die Sachen, die man relativ häufig braucht. Auf der linken habe ich die Sachen, die man eher nicht so. Wir haben zum Beispiel hier so eine Tiefkühlbox noch dabei, dass wenn wir unterwegs sind, da Sachen mitnehmen können oder so, die nicht so häufig sind. Putzsachen und so, weil wir haben ja tagsüber zum Teil hier die Treppe hinter uns. Die ist dann offen und da kommt man nicht so gut ran. Ne? Das ist ja hier mit diesem Ding
Dann finde ich, man sollte das nicht riskieren, dass man hier dagegen schlägt. Ne? Deshalb die Sachen, die man nicht so oft braucht. Warum haben wir das Waschbecken so weit links? In erster Linie, weil wir hier gegenüber ja die Dusche und das Bad haben. Und wir haben uns entschieden, nach der Toilette die Hände nicht in der Dusche zu waschen oder so, sondern gleich, wenn man rauskommt, hier gegenüber. Und wir haben ja hier unsere gesamte Wassersituation. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir einen kurzen Überblick, dass die Größe von dieser ganzen Arbeitsfläche, die ja wirklich wie zu Hause ist. Also ist der Luxus in einem Camper-Wohnmobil, das ist ja schon eher Tiny House hier, weil so viel Platz, also das hatte so eine der Sachen, die mir ein bisschen gefehlt haben, so in dem Wohnwagen, weil da hatte ich so ein bisschen zum Schnippeln und dann zum Kochen und zum Abwaschen und das ist halt, man muss sich sehr gut organisieren, vielleicht liegt es daran und jetzt kann ich halt wirklich mich ausbreiten mit allem, was ich so eingekauft habe. Ja, wenn der Einkauf dann die Lebensmittel in den großen Schrank kommen, haben wir wieder die kleinen Leisten, große Leisten. Wir haben ziemlich viel dabei, was wir eben länger brauchen. Alles, was in Anführungszeichen trocken ist. Eine Mikrowelle, weil mal was warm machen oder ich mache zum Beispiel mittlerweile auch Wasser heiß, eben für den Tee und so weiter. Auch mal Popcorn. Haben wir uns dafür entschieden. Wir haben keinen Backofen, aber so richtig Kuchen backen und solche Sachen, wenn wir unterwegs sind, grillen wir. Also das ist bisher noch nicht in unseren Bedürfnissen gewesen. Ne? Deshalb die Entscheidung für die Mikrowelle. Ja, die Herdplatte habt ihr schon gesehen. Das ist eine Induktionsherdplatte, weil wir ja mit Solarstrom und den ganzen Stromkrempel die die Elektrizität, also für Elektrizität entschieden haben, nicht für Gas, für gar nichts anderes. Und sollten wir wirklich mal 2 Platten brauchen, haben wir so einen kleinen Gas-Campingkocher unten mit so einem Teil zum Reinmachen. Das könnte man dann daneben oder raus auf die Terrasse stellen. Ne? Aber bis jetzt auch noch nicht notwendig. So, hier unten, Seite Nummer 1 ist der Kühlschrank. Normaler Durchschnittskühlschrank. Klein mit innen so einem Gefrierfach. 3 Sterne, A+++. Und auf der rechten Seite ist der Müll. Wir trennen, ich habe hinten immer Papier dabei. Die kleine ist entweder für draußen oder für den Biomüll. Und der Restmüll kommt halt in das große Teil. Wichtig noch, warte ganz kurz, Kevin, wenn was passiert drin oder draußen, haben wir gleich im Eingangsbereich hier den Feuerlöschergriff bereit. Also sowohl von drinnen als wenn man von draußen kommt, weiß man, wo man hingreifen muss. Ne? Ja, ich denke, unsere Küche ist vorgestellt worden. Ich weiß nicht, ich habe nichts mehr zu sagen und das passiert mir ja nicht so oft. Machen wir es so. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare runter, da kann ich antworten. Wenn nicht, dann schaut euch noch ein paar andere Sachen an, weil es ist ja das erste Teilvideo. So, Zeit zusammenzupacken.